Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und es geht diesmal um gewichtige Sachen, nämlich um Blei. Wo kommt es her? Wie kriegen wir es wieder raus? Was hat das für Wirkungen und Nebenwirkungen? Bleiben Sie dabei, gleich geht's los. Bleivergiftung. Das ist etwas, was wir heute wirklich sehr, sehr selten sehen. Bleivergiftungen waren in der Vergangenheit durchaus häufiger. Und die Frage ist, wie kam man denn an dieses Blei heran? Und manche haben es willentlich, also nicht wissend, dass es Blei ist, aber durch das Schnüffeln an bleihaltigen Treibstoffen, Benzinen, aufgenommen und haben damit eine nicht unerhebliche Veränderung ihrer Hirnfunktion. Und das haben sie natürlich auch wegen dieser Suchtsituation, wegen der Rauschsituation gemacht. Aber es schlägt sich natürlich auch nieder auf das Knochenmark, auf die Blutbildung, auf die Nierenfunktion, auf die Nerven. Und es geht letztendlich auch in den Knochen selbst hinein und es konkurriert auch mit Calcium. Aber im weitesten Sinne, am Ende macht es blöd, echt dumm. Es ist ein intelligenzhemmendes Gift. Und leider finden wir heute auch immer noch mal wieder Blei als Belastung. Und oft wissen wir nicht, wo kommt dieses Blei eigentlich her. Und die klassischen Quellen, wie man sie zum Beispiel beim Lötzinn vermuten täte, wird ja auch immer seltener. Und auch der verbleite Kraftstoff ist immer weniger verbleit, auch wenn er bleifrei heißt. Auch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, bei denen das freigesetzt werden kann. Klar, wir haben sie immer noch in großem Maße, aber eigentlich weniger als vor 20, 30 Jahren. Wir haben heute niedrigere Grenzwerte, die aus politischen Gründen oder auch aus eben diesen Veränderungen der Freisetzung von Blei eingehalten werden können und müssen und unterliegen weniger der medizinisch-wissenschaftlichen Einschätzung. Und um herauszufinden, was denn medizinisch-wissenschaftlich bekannt ist, möchte ich Sie ein bisschen mitnehmen auf sogenannte Fachseiten, die aber gar nicht so schwierig geschrieben sind, dass man das nicht verstehen könnte. Sondern ich werde ein bisschen zitieren und ein bisschen kommentieren und dann anschließend zeige ich Ihnen zwei Fälle, wie es aussieht. Und an einem erkennen Sie auch, wie schwierig es ist, Blei wieder aus dem Körper herauszubekommen. Doch kommen wir zunächst mal auf die Seite Deximed. Dabei geht es um das Hausarztwissen online. Irgendwo muss ich mein Wissen ja herkriegen. Und da ist schon das, was ich Ihnen gesagt habe, Leber, Niere, hormonproduzierende Organe, Nervensystem und Knochenmark sind sozusagen die Hauptangriffspunkte. Und im Falle einer Vergiftung findet man auf dieser Seite auch die Giftnotrufzentralen. Und was ist eine Bleivergiftung? Eine Bleivergiftung ist, wenn zu viel Blei über die Lungen als Bleistaub oder eben auch über den Darm in den Körper gelangt und sich dann in den Organen anreichert und dann natürlich Organschäden nach sich zieht. Und das sind, wie schon eingangs gesagt, Knochenmark, Nerven, Leber, Niere, hormonproduzierende Organe. Und das kann zu Hause sein, Blei aus alten Leitungen, die gibt es immer noch. Es kann am Arbeitsplatz passieren, durch zum Beispiel irgendwelche Farben. Früher hatte man bleihaltige Farben und Lacke genutzt, die zum Teil heute noch irgendwo abgeschliffen werden oder auch im Schiffsrumpfbereich von Bedeutung sind und waren. Und wir sehen Blei dann letztendlich auch im Bereich der Spielzeugindustrie. In Farben, im Modeschmuck kommt es vor. Und wir haben Blei unter Umständen auch in Lebensmitteln, die aus entsprechenden Ländern kommen, wo eben mit Blei etwas anders umgegangen wird, was vielleicht auch sogar in Bewässerungswasser vorkommt, weil es als Abwasser von woanders herrührt. Und wenn ein Geschirr, ein buntes Geschirr, eine nicht mehr ganz intakte Lasur hat, dann kann so etwas sich sozusagen auch aus der Lasur aufs Essen übertragen.
Und Hobbys, die mit Malen oder mit Töpfern zu tun haben, also auch gerade mit diesen Lasuren, die dann aufgetragen, eingebrannt werden, sind klassische Quellen, wo man auch noch heute mit Blei in Berührung kommen kann. Trotzdem bleibt es oftmals unklar, wo dieses Blei denn nur noch wirklich herkommt. Und aufgezählt wird jetzt hier also der Bereich berufsbezogen, Batterieindustrie, Lackindustrie, chemische Industrie, Sanitär, Bauindustrie, PVC, Schrotthandel, Herstellung von Keramiken bei der Feuerwehr, in Druckereien sogar, Benzinindustrie, Reinigungsunternehmen, Bleigruben gibt es immer noch, Glasmacherei, Sie kennen das Bleiglas, Schmuckherstellung, Schweißen, Schmelzen, Löten. Aber wir haben auch die Luftverschmutzung, die Wasserverschmutzung, die Spielwaren, manchmal kräuterhaltige Heilmittel, denen es beigesetzt wird, Kosmetika, selbst im Straßenstaub, alte Farben, Munition, Wildfleisch, wenn noch mit Schrot geschossen wird, heute dann ja häufig nicht mehr mit Blei, und die Hobbyschmuckherstellung, Buntglas und Gravuren. Die Symptome sind unspezifisch. Manchmal treten sie erst Tage bis Wochen später auf. Es können Magenschmerzen sein, Koliken, man weiß nicht, warum sich der Magen verkrampft. Es können Hirnschäden bis hin zu Krämpfen auftreten. Es kann natürlich auch zum Koma kommen. Das sind alles nicht Belastungen, das sind Vergiftungen. Es gibt Lähmung, Taubheitsgefühle, Abgeschlagenheit, verminderte Konzentrationsfähigkeit, Gehörverlust, Kopfschmerzen, Verstopfung, Nervenerkrankungen, Blutarmut. Also alles Symptome, für die es auch viele andere Ursachen geben kann als nur Blei. Aber man muss es auf dem Schirm haben und am besten wählt man eine Form der Diagnostik, wo es auffällt, wenn man mit Blei behaftet ist. Und ich zeige Ihnen im Verlauf, wie wir das machen. Die Ermüdungserscheinungen, die Erschöpfbarkeit, der rasche Puls, auch in Ruhe, die Atemprobleme bei mäßiger körperlicher Belastung, auch der unspezifische Schwindel, die eingeschränkten Denkfähigkeit, dieser Brain Fog, der dabei auftritt, die Verfärbung des Zahnfleisches, auch der Zahnhälse möglicherweise, sind ein Zeichen chronischer Bleivergiftung. Auch die sogenannte Tüpfelung in den roten Blutkörperchen wäre da zu nennen. Aber es kann eben auch zu Problemen für Herz und Blutgefäße kommen. Die Nierenkrebswahrscheinlichkeit ist damit erhöht. Die Fruchtbarkeit ist eingeschränkt. Und wir haben ja auch ein Video, was sich mit der ungewollten Kinderlosigkeit beschäftigt und mit der potenziellen Schwangerschaft, wo wir darauf hinweisen, wie viele junge Paare heutzutage die künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen und sich die Hilfe holen, um letztlich ihrer Ehe eine Familie zu ermöglichen. Und hier wird leider nach solchen Fragestellungen gar nicht geschaut und es macht Sinn, sich vielleicht auch dahingehend mal zu überprüfen. Interessant ist hier die Diagnostik, dass man sagt, die Bleikonzentration im Blut sollte deutlich unter 15 Mikrogramm pro Deziliter Blut liegen. Bei höheren Werten ist die Belastung zu hoch. Mittlerweile gibt es jedoch Studien, bei denen bereits bei dauerhaften Bleiwerten von 5 Mikrogramm pro Deziliter Blut gehäuft Schäden auftreten. Und darüber hinaus gibt es keinen Bleiwert, der als unbedenklich gilt. Die Prognose bei akuten Vergiftungen ist immer gut, die Prognose bei chronischen Vergiftungen ist schwierig. Blei wird ganz häufig auch in den Knochen eingelagert und das bedeutet, wenn ich zum Liegen komme, wenn ich einen Knochenbruch habe, wenn ich durch Inaktivität Osteoporose bekomme, wenn ich Blei am wenigsten gebrauchen kann, weil der Knochen abgebaut wird, weil ich vielleicht auch nicht esse und der Körper Bedarf auf Aminosäuren, also auch auf das Bindegewebe des Knochens zurückgreift, wird Blei freigesetzt und schränkt meine Knochenheilungsfähigkeit und meine körperliche Regenerationsfähigkeit ein. Und geschrieben hat diesen Artikel bei Deximed Frau Susanne Meinrenken, Dr. Med in Bremen. Dieser Beitrag hier heute kommt ja auch aus Bremen. Wenn wir uns dann mal bei MSD Manual, Ausgabe für medizinische Fachkreise, ein bisschen umschauen, dann gibt es hier das Thema Vorbeugung. Patienten mit einem erhöhten Risiko sollten natürlich überwacht werden. Es geht darum, die Risiken auch im Haushalt zu reduzieren, also Hände waschen, Waschen des Kinderspielzeugs, des Schnullers, regelmäßiges Reinigen der Haushaltsflächen, Trinkwasserkontrolle, Haushaltsfarben,
mit Ausnahme von Häusern, die nach 1978 gebaut wurden. Auch außerhalb von USA und Europa hergestellte Keramiken sollten dann auf Blei untersucht werden. Und Erwachsene, die am Arbeitsplatz Bleistaub ausgesetzt werden, sollten unbedingt Schutzausrüstung tragen, das Ganze auch in Betrieb lassen, nicht mit nach Hause bringen. Wir haben ja auch das Problem früher gehabt mit Asbest, wo dann die Frau die Arbeitskleidung zu Hause gewaschen hat und damit sozusagen mit kontaminiert wurde, obwohl sie eigentlich nie an diesen Arbeitsplätzen gearbeitet hat. Hier wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass gerade bei Kindern, die mehr als 5 Mikrogramm pro Deziliter Blei haben, auch besonders auf die Vitaminmangelerscheinung hingewiesen wird. Also es wird Eisen angesprochen, es wird Calcium angesprochen, es wird Vitamin C angesprochen. Und das ist insofern auch wichtig, weil bei einem Vitamin C-Mangel natürlich das Immunsystem leidet, aber auch das Bindegewebe nicht aufgebaut werden kann und damit sozusagen der Bleieinlagerung auch Tür und Tor öffnet. Wichtig ist auch, dass man die Bleikonzentration sich im Kapillar- oder auch im Vollblut anschaut. Also das ist nochmal eine besondere Betonung auch hier, dass von anerkannter Stelle auch betont wird, wie wichtig es ist, sich die Vollblutmineralanalyse einmal anzuschauen und dabei eben parallel sich auch die Serumwerte anzugucken, um hier die Unterschiede zu sehen. Und ich zeige Ihnen an dieser Stelle mal 2 Beispiele, wie so eine Vollblutmineralanalyse auch aussehen kann. So, wir sehen also jetzt hier zum Beispiel mal so eine Vollblutmineralanalyse. Da sieht man, wie sich die klassischen Parameter Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Kupfer, Zink, Eisen, Selen verhalten und sieht dann weiter unten auch, wer mit wem hier eigentlich zusammenarbeitet, guckt sich auch ein paar essentielle Mineralstoffe an. Und hier sehen wir jetzt isoliert auffällig Blei. Rechts 35,8 Mikrogramm pro Liter und links dann eine etwas leichte Verbesserung von 30,01 und als Normbereich wird kleiner 28 Mikrogramm pro Liter angegeben. Und das sind natürlich keine Vergiftung. Die Werte, die wir gerade hatten, waren ja Mikrogramm pro Deziliter, also ein Zehntel Liter. Insofern sind wir hier im Belastungs- und nicht im Vergiftungsbereich, aber durchaus in einem Bereich, wo bei chronischer Konzentration eben diese Beschwerden mit den vorhin aufgezählten Nebenwirkungen sich verschärfen können. Und wir sehen auch, dass das Einflüsse auf die Lipidperoxidation, auf die antioxidative Kapazität hat und dass die Glutathionperoxidase versucht, das Ganze auszugleichen. Und wir laufen dabei natürlich Gefahr, dass diese Sachen sich zunehmend auch verbrauchen. Bei einem anderen Patienten sehen wir zum Beispiel, wie wir hier in einem Vorbefund 3,84 Arsen Mikrogramm pro Liter, dann im Verlauf 6,99. Parallel ist Quecksilber 4,71, 4,87, also auch über ein längeres Zeitfenster immer wieder gleichbleibend stabil. Und plötzlich ist Blei von 14,52 auf 36,88 angestiegen. Wenn das Einlagerungen sind, dann können sie bei einem Knochenbruch oder bei einer erhöhten Knochenumbaurate freigesetzt werden. Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit, dass ein Eintrag von außen stattgefunden hat durch die entsprechende Kontamination. Und wenn man sich anschaut, wie wird man das Ganze wieder los, gibt es verschiedene Möglichkeiten zu chelieren. Und wir sehen jetzt hier mal über die Zeit mit einem Chelator am Arsen, dass das über recht hohe Werte gehen kann. Und Arsen zum Beispiel ist ein Metall, was die Succinat-Dehydrogenase, also Schritt-2 der Atmungskette, komplett hemmen kann und Vitamin B1 ihn wegnimmt, auch zu Nervenschäden führt. Und das Blei ist hier am Anfang relativ niedrig, 2,83, 7,19, 6,13, 21,34, 12,47. Das heißt, erst wenn man regelmäßig und über die Zeit cheliert, holt man solche fest eingelagerten toxischen Metalle aus dem Körper auch wieder raus. Bei Nickel ist das ähnlich zu sehen. Bei Quecksilber starten wir bei 21, 32, 25, 45, 32. Also hier sind entsprechende Schwankungen, die zeigen, wenn man jetzt verschiedene Metalle nebeneinander hat, auch hier oben Aluminium 1,35, 36, 31, 72, 22. Also auch hier ist nicht additiv, sondern synergistisch die Toxizität zu sehen und damit eben die Nebenwirkungen zu erwarten. Und bei einem anderen Fall, wo wir jetzt nicht cheliert haben, da haben wir einfach nur mal den Basalurin uns angeguckt und da sehen wir, dass im Urin bis auf Nickel
eigentlich fast nichts auffällt. Bisschen Mangan ist noch dabei. Und wenn wir uns den Stuhl angucken, also sozusagen der Tunnel, der durch den Körper führt, dann sehen wir, dass Chrom recht hoch ist, dass Selen recht hoch ist, was natürlich auch Ergänzung sein kann, Kupfer recht hoch ist. Aber bei den toxischen Sachen ist Blei tatsächlich erhöht, Cadmium ist erhöht, beim Nichtraucher übrigens. Und auch Cadmium kommt wie Blei aus fossilen Brennstoffen. Und Cäsium ist dabei. Tschernobyl lässt grüßen und es werden definitiv keine Pilzmahlzeiten gegessen. Also hier ist eine individuelle Kontakt- und wahrscheinlich auch nicht zu vermeidende Kontaktmöglichkeit. Aber diese Person nimmt offensichtlich besonders viel davon auf. Dazu gehört auch Silber und es gehört auch Zinn. Und Zinn und Blei könnten Lötzinn sein, aber diese Person lötet nicht. Sie hat also einen allenfalls Bürojob und ist auch relativ viel draußen unterwegs von A nach B. Also es gibt keine aus der Anamnese herauszufindende Ursache für diesen Eintrag. Da sich das aber im Stuhl befindet, muss es gegessen worden sein, wird so durchgeschoben. Und wir sehen, wir haben es im Urin nicht wiedergefunden. Und 10-30% dessen, was wir im Stuhl haben, wird auch resorbiert und zum Teil dann eben auch im Blut wiedergefunden. Und in diesem Fall haben wir ja im Blut von diesen Bereichen nur Blei wiedergefunden. Selbst Nickel, was ja ganz tüchtig durchgeschoben wird, ist hier unter 0,25. Nun ist die Untersuchung nicht am gleichen Tag gelaufen. Das muss man hier einschränkend sagen. Aber man erkennt, dass die Sachen, wenn sie nicht im Blut zu finden sind, wenn sie nicht im Urin zu finden sind, wenn sie im Stuhl aber da sind, irgendwo im Körper eingelagert werden. Und hier haben wir die Möglichkeit, mit der Chelattherapie dagegen vorzugehen. Ich habe jetzt hier nochmal DocCheck Flexikon aufgemacht und wir sehen hier nochmal in Auflistung, was wir vorhin schon gesehen haben, auch das fahlgelbe Hautkolorit kommt dazu, die Problematik der Keimdrüsen wird nochmal erwähnt, auch das zentrale und periphere Nervensystem wird herausgearbeitet, die Nieren werden nochmal in den Vordergrund gestellt, als Beispiel nochmal das Abstrahlen von Rostschutzfarben, aber es gibt jetzt bleihaltige Salben in der Schönheitspflege und sie sind offensichtlich nicht deklariert, weil sonst würde sich das ja keiner auf die Haut schmieren. Und wir haben hier eine Halbwertszeit von rund 20 Tagen. Also Pharmakokinetik heißt, oder gehen wir auf die Grenzwerte, gemäß den Empfehlungen der WHO sollte der Blutbleispiegel, also der biologische Grenzwert, den Wert von 100 nicht überschreiten. Der biologische Grenzwert liegt bei erwachsenen Männern bei 400, bei Frauen bei 45 bis 300 Mikrogramm pro Liter. Und Vergiftungserscheinungen durch chronische Belastung treten beim Erwachsenen ab etwa 500 Mikrogramm pro Liter auf, also schon recht hohe Mengen. Erkrankungen durch Blei können dann als Berufserkrankung anerkannt werden. Das aufgenommene Blei gelangt zunächst in das Blut, wo es sich zu 95% an Erythrozyten, also roten Blutkörperchen und Plasmaproteine bindet und von da aus verteilt es sich dann ins Weichteilgewebe, also Leber, Lunge, Gehirn, auch Leberwerte sind damit und Leberfunktion deutlich eingeschränkt. Und es hat eine Halbwertszeit von rund 20 Tagen. Und es kann dann als Bleiphosphat im Knochen und Zähnen eingelagert werden. Dort hat es dann eine sehr lange Halbwertszeit und abhängig von dem Knochen-Turnover haben wir dann 5 bis 20 Jahre, bis das Blei wieder freigesetzt und dann immer wieder Stückchen für Stückchen auch im Blut auftaucht und damit natürlich auch immer wieder bei der Blutneubildung und bei dem Nervensystem seine Auswirkung haben kann. Bei der basophilen Tüpfelung, die ich vorhin kurz erwähnt hatte, handelt es sich um eine Störung der Blutneubildung. Man sieht dann diese Tüpfel sozusagen unter Mikroskop und das ist dann über den Nachweis der erhöhten Ausscheidung von Delta-Aminolevulinsäure im Sinne der Diagnosefindung nachweisbar. Und hier sollte dann die Konzentration nicht über 10 Mikrogramm pro Liter liegen. So, zusammenfassend, Blei ist gar nicht so selten, wie man denkt. Blei kommt trotzdem in den regelmäßigen Untersuchungen der Vollblutmineralanalyse viel, viel seltener vor als noch vor 10 Jahren, was ich beobachten kann. Es ist aber hin und wieder der Fall. Immer dann, wenn man zum Liegen kommt und immobilisiert wird, wenn man Cortison bekommt, wenn man Knochenbrüche hat, wird vermehrt Blei freigesetzt. Blei ist etwas, was wirklich etwas mit unserer Psyche macht,
was den Antrieb mindert, was die Intelligenz mindert, was zu Brain Fog führen kann, was die Blutbildung einschränkt, was Kalzium verdrängt, was auf die Kinder übertragen wird und mit dem wir, wenn es dann endlich eingelagert ist, 5 bis 20 Jahre zu tun haben. Das heißt, gehen wir zurück in meiner Berufserfahrung, wo wir wissen, dass wir alle dieses Blei eingelagert haben, dann ist es jetzt mit Sicherheit auch noch nicht weg. Das sollte Sie jetzt motiviert haben, sich mit diesem Thema mal ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Viel Spaß dabei und schauen Sie ruhig in die anderen Videos, die ich habe, denn das eine oder andere Thema wurde schon mal vertieft.